Hey Leute und herzlich willkommen hier auf der Baustelle Hogwarts zu einem neuen Update. Und heute geht es endlich los mit dem ersten richtigen Bauabschnitt. Und wir beginnen direkt mit einer sehr großen und wichtigen Abteilung hier im Schloss Hogwarts, nämlich der verbotenen Abteilung der Bibliothek. Und wir werden erste Bücherregale und Schränke einbauen. Wir werden einige selbstgedruckte Fliesen hier mit meinem neuen UV-Drucker erstellen und einbauen und erste Minifiguren hier in dieser Szene sehen. Ich freue mich, dass du mit dabei bist heute und wünsche dir viel Spaß mit diesem Update. Wir haben einiges vor heute in diesem Update und deswegen starten wir direkt rein und ich habe auch schon einiges vorbereitet, damit wir heute zum Start in diese verbotene Abteilung direkt mal einen großen Baufortschritt schaffen. Ja, und als allererstes musste ich die ganze Milzplate hier erstmal verkabeln. Ihr seht hier unten den Kontakt, der hier in die Unterkonstruktion führt, denn diese Reihe war tatsächlich noch gar nicht verkabelt. Ich hatte ja die äußere Reihe freigelassen in dem Gedanken, dass wir dort noch nicht bauen und jetzt fangen wir aber an dieser Stelle an. Wir haben ein gesamtes Modul hier zur Verfügung, 48 mal 64 Noppen und das Ganze sogar über 2 Etagen. Und ich gebe euch als erstes mal einen kurzen Überblick, was hier geplant ist. Wir haben hier im unteren Bereich eine große Fläche und wir werden hier die typischen langen Regalreihen sehen, wo sich dann automatisch so kleine Gänge bilden, wo man reinlaufen kann. In der Mitte wird ein breiter Mittelgang sein, wo dann auch noch kleine Tische aufgestellt werden zum Lesen. Und dann sehen wir hier schon vorbereitet, an der rechten Seite wird eine Treppe hochführen, die sich dann hier auf einem Podest teilt in beide Richtungen und die führt dann auf die zweite Etage, ebenfalls Teil der Bibliothek, der verbotenen Abteilung. Und hier oben drüber wird dann ein großes Atrium einmal drumherum führen, ebenfalls mit Bücherregalen. Und in der Mitte wird ein großer Ausschnitt sein, sodass man von der zweiten Etage dann hier runterschauen kann. Und wir haben dann hier in diesem Bereich einen sehr großen offenen Bereich über 2 Etagen. Das ist die grundlegende Planung hier für diese verbotene Abteilung und starten möchte ich jetzt hier auf der rechten Seite. Ich möchte als allererstes mal hier dieses Treppenhaus fertigstellen und dann hier in diesem Bereich schon ein erstes großes Print und ein erstes großes Schild, welches ich mit dem UV-Drucker erstellt habe, hier einbauen. Die Treppen sind eingebaut und auch die ersten UV-Drucke und da fällt als erstes natürlich der Blick hier auf dieses große Metallschild auf einer Fläche von 6 mal 12. 2 große 6 mal 6 Fliesen nebeneinander und das ist das große Logo hier der verbotenen Abteilung und ich habe mal den Reliefdruck hier ausprobiert. Das heißt, die Schrift, aber auch das Logo in der Mitte mit der Eule und dem Buch in Ketten. Das Ganze ist hier erhaben gedruckt und das hat sowohl die Optik als auch die Haptik von so einem alten Metallschild. Und ihr seht, dass ich ein eigenes Logo jetzt mal hier entworfen habe für die verbotene Abteilung. Das Bereich hier in der Mitte mit der Eule und dem Buch, das werden wir sicherlich hier noch häufiger sehen. Ja, dann noch eine etwas kuriose Geschichte. Es war ein Vorschlag von euch in den Kommentaren, diese Fehldrucke hier einzubauen und ich hatte die euch in der Folge Tagebuch des Baumeisters als Fail eigentlich hier mal gezeigt. Fehldrucke, das kommt halt auch mal vor und es war ein Vorschlag, die einfach hier aufzuhängen und ich finde es jetzt tatsächlich ziemlich witzig. Wir haben hier im unteren Bereich eigentlich einen optimalen scharfen Druck und im oberen Bereich sind die Farben so verschwommen und das ist eigentlich das
perfekte, gruselige Gemälde hier für die verbotene Abteilung. Also witziger Vorschlag von euch und ich fand es jetzt auf den zweiten Blick wirklich genial, das Ganze hier auch so einzubauen. Kleiner Blick noch auf die Treppe. Auch heute natürlich hier mit den Fliesen von meinem Partner Penny Bricks und ich habe mal versucht, hier so ein Muster einzubauen. Wir haben einmal 4 und einmal 6 Fliesen im Wechsel und das gibt dann so verschiedene Stufenbreiten. Das fand ich ganz schön. Auch hier in dem Bereich sind einmal 2 und einmal 4 Fliesen verbaut für ein schönes symmetrisches Muster. Ja, und dann wird es Zeit für die erste richtige Minifigur aus der Harry Potter Welt. Und es ist nicht Harry Potter, wer das vielleicht gedacht hat, sondern ich möchte dem Hausmeister Argus Filch hier die Ehre erweisen, die erste Figur zu sein, die hier eingebaut wird. Mrs. Norris natürlich wie immer an seiner Seite. Und das ist im Übrigen auch die Original Mrs. Norris mit den roten leuchtenden Augen. Ein Teil, was gar nicht so gut zu bekommen ist und auch als Figur durchaus teuer. Aber ich fand es jetzt gerade hier für diesen Eingangsbereich wichtig, da auch das Original zu nehmen. Und ich mag Argus Filch als Charakter einfach sehr, sehr gerne. Und deswegen heute die erste Figur hier in diesem Mock. Ja, und dann können wir schon starten hier mit dem untersten Bereich. Das ist ja das zweite Untergeschoss und hier muss als allererstes mal ein Boden eingelegt werden. Und da habe ich mir für die verbotene Abteilung heute mal etwas Besonderes überlegt. Ich wollte hier für den Bodenbelag mal eine etwas andere Bautechnik ausprobieren und habe dafür diese schönen Elemente genutzt, die ich immer mal wieder auch zu Dekozwecken genommen habe. Und der Vorteil an diesen Teilen ist, dass die Kanten hier so abgeschrägt sind. Und damit kann man dann schöne Muster legen und vor allen Dingen ergeben sich dadurch dann hier überall diese Fugen. Und wir haben hier dadurch einen aus meiner Sicht sehr schönen, passenden, alten Steinboden. Und ich habe jetzt sehr lange hier an diesem Muster, an dieser Struktur getüftelt, denn mir ging es vor allen Dingen darum, hier auch eine Struktur zu haben, die dann symmetrisch zwischen diesen Regalen, ihr seht, dass hier schon Reihen mit Noppen vorbereitet sind, das sind die Stellen, wo dann die Regale eingebaut werden. Und ich wollte, dass sich dieses Muster, wo sich diese 4 Teile dann treffen, dass sich das exakt hier mittig befindet, genauso wie hier dann im Mittelgang das Ganze sich zentriert durchzieht. Und das war jetzt gar nicht so leicht, das so einzubauen, dass es an den verschiedenen Stellen passt. Und am Ende läuft das Ganze dann hier bis an die Modulgrenze. Und ihr seht, dass ich da Schwierigkeiten habe, die Wand einzusetzen. Aber da habe ich mir jetzt einfach hier so eine Konstruktion gebaut, die wir jetzt hier drüber setzen. Und dann verschwindet der letzte Teil der Fliese einfach hier unter der Wand. Ja, ihr seht auch schon, dass hier Kabel aus dem Boden kommen, zumindest in diesen Bereichen. Beleuchtung wird aber vermutlich heute kein Thema sein. Das würde den Rahmen sprengen. Es ist durch diese modulare Bauweise aber ganz gut möglich, hier diese Platten anzuheben und dann werde ich zukünftig hier noch weitere Bereiche beleuchten. Eigentlich war das ja gar nicht geplant, hier Beleuchtung einzubauen im Keller, weil wir es am Ende ohnehin nicht sehen. Aber ich fand es jetzt so verlockend, zumindest an bestimmten Stellen hier wirklich auch die Lampen zu beleuchten, dass ich mich entschieden habe, das jetzt hier punktuell zu machen. Ja, und jetzt, wo diese riesige Fläche hier fertig ist, die jetzt aktuell noch sehr, sehr grau ist, da wird es jetzt höchste Zeit, mal Farbtupfer zu setzen und die ersten großen Regale hier einzubauen, die ersten Bücherschränke. Und da fangen wir auch direkt mit dem ersten Teil des Storytellings an und schauen uns das mal gemeinsam am Bautisch an. Wir haben einen ersten Bücherschrank und das ist der Prototyp. So möchte ich hier in der verbotenen Abteilung die Bücherschränke bauen, wobei wir hier schon eine Besonderheit haben mit diesem versteckten Fach, wo ein Buch nochmal besonders gesichert ist. Da gehe ich aber gleich drauf ein. Erstmal schauen wir uns hier diesen Bücherschrank an und das ist der Stil, den ich hier nutzen möchte mit den kleinen
Tischflächen hier an der Vorderseite, damit man sich direkt hier dran setzen kann und lesen kann. Oben die Beschriftung, in dem Fall Schwarze Magie, und an der Außenseite haben wir dann auch nochmal das Logo der verbotenen Abteilung mit der Beschriftung hier Sektion 1 auf Latein. Und so werden wir dann die verschiedenen Bücher, Schränke und Gänge dann hier bezeichnen. Ja, wir bauen eine Szene ein, heute mal aus Teil 2, die Kammer des Schreckens. Und dort sehen wir jetzt das Buch Höchst potente Zaubertränke, und es geht darum, den Vielsafttrank zu brauen. Wir werden Harry, Ron und Hermine hier sehen, wie sie sich dieses Buch ausleihen wollen, um in der Gestalt von Crabbe und Goyle und eigentlich geplanterweise auch Millicent Bulstrode hier in die geheimen Räume von Slytherin einzudringen. Und die Erlaubnis von der ganzen Geschichte, die stammt von Gilderoy Lockhart. Der hat sich hier Honig ums Maul schmieren lassen von Hermine Granger und hat diese Erlaubnis zum Betreten der verbotenen Abteilung erteilt. Und die legen wir hier schon mal auf diesen Arbeitsplatz. Und dann können wir jetzt gleich die ersten Minifiguren einbauen und noch ein weiteres Regal bauen oder einen weiteren Bücherschrank bauen. Und dann haben wir die erste Reihe hier in der verbotenen Abteilung schon fertiggestellt. Die erste Reihe Bücherregale steht und ich finde es sehr wohltuend hier fürs Auge. Gerade war noch alles grau in grau und jetzt kommen hier die ersten Farbtupfer mit diesen großen braunen Regalen, auch mit den kleinen Stühlen hier, und da werden wir sicherlich diese große graue Fläche noch weiter aufbrechen. Wir haben 3 neue Minifiguren, Harry, Ron und Hermine in der beschriebenen Szene, und während Harry hier die Lampe hält, die auch noch beleuchtet wird, sehen wir Hermine, die gerade dieses geheime Fach öffnet, um das Buch Höchst potente Zaubertränke hier herauszuholen. Und Ronald Weasley hat sich hier in der Zwischenzeit auch ein Buch aus dem Regal geholt. Offensichtlich durchaus gruselig, wenn ich mir hier den Gesichtsausdruck anschaue. Und wir haben auch noch weitere Prints, die wir uns hier anschauen können. Auf der linken Seite so eine große Tafel oder im Grunde genommen so ein altes Pergament, im Grunde genommen so ein altes Plakat soll es eigentlich sein. Ein vergilbtes Pergament zum Thema dunkle Künste. Ein Element, was ich hier auch so zwischen den Regalen jetzt häufiger einbauen möchte. Und auf der anderen Seite sehen wir schon eine Abteilung zum Thema Dementorenkunde. Und die Frage wird sein, es war ja auch schon eine Frage hier in den Kommentaren, wie viel von diesen Prints bauen wir hier zukünftig eigentlich ein? Ich bin da selbst noch etwas unentschlossen. Auf der einen Seite ist das natürlich eine sehr coole Geschichte, aber ich möchte es auch nicht übertreiben. Der Charakter soll einfach erhalten bleiben, und gerade hier bei so einer großen Geschichte wie diesem Schild, so gut wie das aussieht, das ist natürlich schon eine sehr große Veränderung so zum Stil von vorher. Und auf der anderen Seite halte ich hier solche Beschilderungen, auch hier diese kleinen Anekdoten wie so eine bedruckte Fliese als Erlaubnis oder auch diese Tafeln hier absolut für legitim. Das ist ja etwas, was Lego beispielsweise selbst auch sehr viel macht, in Klammern leider viel zu oft mit Aufklebern, aber dass grafische Elemente hier Einfluss haben auf bedruckten Teilen oder eben auch leider Gottes Aufklebern, das ist ja absolut üblich. Und wie weit wir hier solche Techniken einbauen, wie diese Bücher, die sehr erhaben mit Relief bedruckt sind. Man sieht richtig hier den Schnitt in der Mitte und es sieht von der Seite aus wie ein aufgeschlagenes Buch. Auch hier in dem Fall der Totenkopf, der so heraussticht.
Ich bin da noch etwas unentschlossen. Auf der einen Seite finde ich es wahnsinnig faszinierend. Es bietet wahnsinnig viele Möglichkeiten für Storytelling. Es sieht einfach auch gut aus, wie ich finde. Aber wie gesagt, der Charakter des Ganzen soll nicht zu stark verfälscht werden und deswegen bin ich selbst noch nicht entschlossen, wie weit wir diese Elemente hier zukünftig einbauen. Ja, ich habe euch ein großes Update hier versprochen und das Versprechen möchte ich auch einhalten. Deswegen werden wir jetzt noch eine weitere Reihe Bücherschränke hier bauen und dann schauen wir gleich nochmal auf das fertige Ergebnis von heute. Finaler Blick für heute auf den ersten Teil der verbotenen Abteilung und es war wirklich ein umfangreicher Baufortschritt heute, aber ich wollte euch zum Start hier in diesen wichtigen Bereich jetzt nicht nur mit ein, zwei kleinen Bücherregalen abspeisen, sondern schon mal den Weg vorgeben und möglichst weit kommen, damit wir jetzt auch die Möglichkeit haben, hier darüber ins Gespräch zu kommen. Denn ich glaube, da gibt es einiges zu besprechen, wie der Stil dieser verbotenen Abteilung funktioniert. Wir haben einen anderen Bodenbelag, wir haben hier die Struktur für die Regale festgelegt und ihr seht, dass hier in dem Mittelgang jetzt auch schon ein erster Arbeitstisch eingebaut ist. Wir haben viele neue Prints und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback hier zum Start dieser verbotenen Abteilung. Wir haben einige Themen auch noch gar nicht aufgegriffen, die aber sicherlich noch kommen werden. Beispielsweise auch die ein oder andere Ratte, die hier sicherlich eingebaut wird oder Spinnweben. Ich möchte noch versuchen, hier mehr düstere Atmosphäre zu verströmen in diesem Bereich und es wird natürlich die Beleuchtung noch eingebaut mit kleinen grünen Tischlampen, die wir vor allen Dingen dann hier auf diesen Tischen sehen werden, aber womöglich dann auch auf diesen Arbeitsflächen. Also es ist noch einiges hier zu tun und zu entwickeln, aber der Start ist auf jeden Fall gemacht und ich bin mit dieser Ansicht hier mit den großen, schweren Holzregalen, den kleinen Gängen, die sich daraus ergeben und den verschiedenen Prints, die wir hier eingebaut haben, erstmal wirklich ganz zufrieden. Ja, und damit soll es das gewesen sein hier aus dem zweiten Untergeschoss des Schlosses Hogwarts mit dem heutigen Update an der verbotenen Abteilung. Und ich hoffe wie immer, euch hat's gefallen und wenn ihr mögt, dann freue ich mich, wenn ihr auch nächste Mal wieder dabei seid, hier auf der Baustelle Hogwarts. Und bis dahin, habt eine gute Zeit und auf bald.